Es ist Stoff für eine Horrorgeschichte, was die Wildschweine hören, wenn sie sich in der Nacht durch ein Maisfeld fressen. Ein Warnschrei von einem Wildschwein, Schüsse und ein Tier, das getroffen ist und aufheult. Die Botschaft aus diesen Lautsprechern ist klar: kommt ja nicht in die Nähe vom Maisfeld. Die Gruselgeschichte ausdenkt hat sich der Stefan Sutter. Er tüftelt seit Jahren an Methoden, um die Wildschweine von den Feldern zu verscheuchen. Wir haben probiert mit Schussanlagen, die einfach dann immer wieder mal einen Schuss geben. Oder auch mit Radio hat man schon probiert. Und wir haben auch immer gesehen, dass die Wildschweine nach kurzer Zeit merken, das ist gar nicht so gefährlich, wir können gleich hingehen. Und um die Gewöhnung jetzt eben zu verhindern, probieren wir jetzt halt wirklich in der Sprache der Wildschweine ihnen zu sagen, dass es gefährlich ist da und dass dann auch etwas passieren kann. Heute kommt aus, ob die Geschichten gruselig genug sind. Mit einer Drohne macht Stefan Sutter Fotos vom Maisfeld aus der Luft. Vor knapp einem Monat haben Wildschweine das Feld zu Effingen im Kanton Aargau verwüstet und einen grossen Teil der Ernte kaputt gemacht. Daraufhin hat Stefan Sutter seine Anlage hier installiert. Jetzt will er schauen, ob die Wildschweine trotz Horrorgeschichten zurückgekommen sind. Das Projekt interessiert auch den Bauer, der das Feld gehört, und den Jagdaufseher vom Gebiet. Die Region hier ist besonders betroffen von Wildschäden. Im Schnitt rund 500.000 Franken kostet sie den Kanton Aargau jedes Jahr. Für den Bauer heisst das Ernteausfälle und viel Aufraumarbeiten. Wir haben einen rechten Schaden durch das. Und es ist halt, wir haben die Trockenheit auch noch, die wir haben, die es halt auch noch mühsamer macht. Dann wollen wir gerne da, wo wir ansehen, ernten. Die Jägerschaft ist vor allem auch interessiert, weil wir Wildschaden zahlen müssen. Und wir sind froh um jedes Hilfsmittel, das uns hilft, Schaden zu verhüten. Weil wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel 50 Hektare Mais in unserem Revier. Und wir können das nicht alles bewachen mit der Jagd. Trotz Räubergeschichten. Drohnenbilder zeigen neue Wildschäden. Die meisten kaputten Flächen sind zwar schon vor einem Monat passiert, bevor die Anlage gestanden ist. Beim Kontrollieren im Maisfeld finden die Männer aber auch neue Spuren, die zeigen, es sind wieder Wildschweine da gewesen. Viel angerichtet haben sie das Mal allerdings nicht. Vom Hof. Ich bin jetzt angenehm überrascht, es ist nicht mehr viel mehr dazugekommen. Das ist für uns Jäger eigentlich wichtig. Wäre das für Sie etwas, das Sie einsetzen längerfristig? Wäre eine Alternative. Die einzige Frage, die sich für mich ein bisschen stellt, halt wie beim Hagen, ob es nicht eine Problemverschiebung ist, dass man sie einfach in einen anderen Platz verdrängt. Für den Stefan Sutter ist aber klar, etwas muss man machen, dass die Wildschweine nicht fressen können. Im Idealfall brauchen wir aber auch noch andere Methoden, zum Beispiel Häge oder die Jagd. Ich denke, über kürzere Zeit, also vielleicht so 2-3 Wochen, macht es Sinn, akustisch die Wildschweine probieren zu verscheuchen. Aber über Monate würde ich jetzt nicht vergrämen, weil dann besteht ja auch die Gefahr, dass sie sich daran gewöhnen. Und dann verlieren die Gruselgeschichten für die Wildschweine ihre Wirkung.